Jeden Mittwoch um 19 Uhr wusste Lara genau, was sie erwartete. Dieselbe Nachtschicht, dieselben stillen Flure, dieselben gedämpften Stimmen von Ärzten in Eile. Seit 8 Jahren war sie Krankenschwester und nichts schien sie mehr wirklich zu ihr. Überraschen. Keine Notfälle, keine plötzlichen Tragödien. Aber in dieser Nacht sollte sich alles ändern. Eine Kollegin hatte sie gebeten, den Dienst zu tauschen. Lara sagte spontan zu, einfach aus Höflichkeit. Niemals hätte sie geahnt, dass dieser kleine Gefallen sie mit einem Teil ihrer Vergangenheit konfrontieren würde, den sie längst begraben glaubte. Das städtische Krankenhaus im Zentrum von Belo Horizonte war mittwochs nachts ein einziges Chaos. Ständig trafen neue Notfälle ein, die Gänge waren überfüllt, Patienten ungeduldig. Laras Gesicht blieb ruhig, ihre Haltung professionell. Aber in ihrem Innersten war sie erschöpft. Nicht nur körperlich, es war ein Erschöpfungszustand der Seele. Sie hatte diesen Beruf gewählt, weil sie anderen helfen wollte, weil es für sie Sinn ergab. Aber in letzter Zeit spürte sie eine Leere. Ihr 10-jähriger Sohn wurde mehr von der Großmutter großgezogen als von ihr. Ihr Mann, ein Polizist, arbeitete ebenfalls in wechselnden Schichten. Zeit miteinander war selten und wenn, dann war da oft nur Schweigen. Um 22:40 Uhr wurde Lara dringend in den Beobachtungsbereich gerufen. Ein Mann war in einem Überlandbus zusammengebrochen, ohne Papiere, kein Handy, niemand wusste, wer er war. Wahrscheinlich wieder einer dieser Fälle, sozialer Abstieg, Obdachlosigkeit, murmelte der Assistenzarzt ohne viel Mitgefühl, aber irgendetwas an diesem Mann ließ Lara innehalten. Trotz der Schürfwunden und Blutergüsse im Gesicht, irgendetwas an seinem Blick kam ihr bekannt vor. Ein ungutes Gefühl zog sich durch ihren Magen, als ob ihre Seele etwas erkannte, bevor ihr Verstand es begriff. Sie blickte auf den Aufnahmebogen, kein Name, nur Patient X, männlich circa, 60 Jahre alt, Verdacht auf starke Dehydration und mentale Verwirrung. Als sie sich dem Bett näherte, öffnete er für einen Moment die Augen. Und in diesem Moment erstarrte Lara. Diese Augen, das konnte nicht sein. »Können Sie mich hören, Sir?« fragte sie mit möglichst ruhiger Stimme. Er murmelte etwas Unverständliches, aber da war ein Wort. Oder war es ein Name? Sie beugte sich vor, das Herz hämmerte. »Die Diogo, unmöglich. Diogo war der Name ihres Vaters. Ein Mann, den sie seit über 30 Jahren nicht gesehen hatte. Ein Mann, der, laut ihrer Mutter, spurlos verschwand, als Lara gerade mal 6 Jahre alt war. Lara hatte diesen Namen aus ihrem Herzen verbannt. Sie wuchs mit Wut auf, mit Schweigen. Die Mutter sprach kaum darüber. »Ein Mann, der geht, ist kein Mann«, sagte sie oft. Lara glaubte ihr, doch jetzt, hier, direkt vor ihr, diese Augen, die Gesichtszüge. Sie sah es, fühlte es, konnte das wirklich sein? Lara stand wie versteinert. Der Name hallte in ihr wieder. Diogo. War es wirklich er? Oder spielte ihr der Schlafmangel einen Streich? Sie trat vom Bett zurück, das Herz raste. »Du bist müde, Lara, es ist nur ein Zufall. Ein häufiger Name, aber sie wusste es tief in sich. Es war kein Zufall. In dieser Nacht beobachtete sie ihn. Sie behandelte ihn wie jeden anderen Patienten, doch ihre Augen suchten ihn immer wieder. Seine Bewegungen, seine Geräusche, seine Mimik. Sie brauchte Gewissheit. In den frühen Morgenstunden, während er schlief, suchte sie auf ihrem Handy nach dem einzigen Bild, das sie noch von ihrem Vater hatte. Ein altes, eingescanntes Foto aus einem vergilbten Familienalbum. Sie verglich es, die Gesichtsform, die Augen, der Kiefer. Es passte, nur dass der Mann im Bett jetzt vom Leben gezeichnet war. Eine Träne lief ihr über die Wange, aber sie wusste nicht, ob es Trauer war oder Hoffnung. Warum bist du verschwunden? Warum hast du mich nie gesucht? Am Ende ihrer Schicht blieb sie noch ein paar Minuten an seinem Bett. Er schlief. Sein Brustkorb hob und senkte sich ruhig. Sie berührte seine Hand. Eine raue, kalte Hand, gezeichnet vom Leben auf der Straße. In diesem Moment durchströmte sie etwas Tiefes, Vertrautes. Sie flüsterte, »Wenn du wirklich Diogo bist, werde ich es herausfinden.« Am nächsten Morgen konnte Lara nicht schlafen. Das Bild des Mannes, sein Blick, sein Murmeln, alles ließ sie nicht los. Sie begann zu recherchieren. Mit Hilfe einer Freundin aus dem Standesamt durchforstete sie alte Akten,
Namen von Vermissten, Fälle ohne Identität, Dossiers. Aber nichts passte auf Diogo Ventura. Dann erinnerte sie sich an etwas, einen alten Brief, ein vergilbter Umschlag, den sie einmal zwischen den Büchern ihrer Mutter entdeckt hatte, den sie damals aus Tarzans Angst nicht gelesen hatte. Vielleicht war jetzt der Moment gekommen. In den folgenden Tagen wich Lara kaum von seiner Seite. Selbst außerhalb ihrer Schicht kam sie vorbei. Sie brachte ihm Obst, las ihm aus einem Buch vor, zeigte ihm Fotos des Enkels, den er nie kennengelernt hatte. Langsam kehrte seine Klarheit zurück. Und mit ihr die Erinnerungen. Diogo erzählte alles. Die Schuld bei gefährlichen Männern, als Lara noch ein Kind war. Die Drohungen. Die Nacht, in der er verschwand, um sie zu schützen. Die Jahre auf der Straße in Sao Paulo. Die Gelegenheitsjobs. Die erfolglosen Versuche, seine Familie wiederzufinden. Die Krankheit, die kam und ihn schwächte. Und schließlich der Entschluss, irgendeinen Bus zu nehmen, ohne Ziel, ohne Hoffnung. Er wollte nur in Frieden sterben. Aber dann habe ich dich gefunden. Und jetzt kann ich vielleicht in Frieden leben. Das Wiedersehen zwischen Vater und Tochter war ein Prozess. Schmerzhaft, zärtlich, voller Pausen und Schweigen. Aber es war echt. Der kleine Gabriel, Laras Sohn, lernte seinen Großvater kennen. Zuerst schüchtern, dann neugierig. Und schließlich begeistert. Diogo, trotz seiner schwachen Gesundheit, fand wieder einen Grund zum Lächeln. Lara nahm sich ein paar Tage frei. Mit ärztlicher Zustimmung holte sie den Vater nach Hause zur häuslichen Pflege. Und Dona Marilia stimmte zu, ihn zu sehen. Mit Tränen in den Augen sagte sie: »Du bist alt geworden, Diogo. Und du bist immer noch schön, Marilia. Sag sowas nicht. Ich bin immer noch verletzt. Ich weiß, aber ich bin hier zum ersten Mal, wirklich.« Langsam begann sich etwas zu heilen. Eine Familie, die einst zerbrochen war, fand sich vorsichtig wieder zusammen. Diogo zog vorübergehend bei ihnen ein. Er lernte das Handy zu benutzen, kümmerte sich um die Pflanzen auf dem Balkon, half Gabriel bei den Hausaufgaben. Und Lara lernte wieder zu lieben. Der Groll verwandelte sich in Empathie, der Schmerz in Mitgefühl. Doch nicht alles währt ewig. 2 Monate später erlitt Diogo einen Rückfall. Ein Schlaganfall schwächte ihn stark. Die Ärzte waren ehrlich, seine Tage waren gezählt. In der letzten Nacht hielt Lara seine Hand. Er sah sie mit tränenden Augen an und sagte: »Danke, dass du mich Vater sein ließest, wenn auch nur am Ende.« Und sie flüsterte zurück weinend: »Danke, dass du zurückgekommen bist.« Am nächsten Morgen starb Diogo. Friedlich, ohne Schmerz. Lara war bei ihm. Sie spürte, wie seine Hand langsam kalt wurde. Und diesmal war es kein Schock, es war Abschied. Ein leiser, liebevoller Abschied. Beim einfachen Begräbnis im Garten ihrer Mutter las Lara laut den letzten Brief vor, den sie neben seinem Bett gefunden hatte. Er war mit zitternder Hand geschrieben worden, seine letzte Botschaft. »Meine Tochter, ich hätte nie gedacht, dass ich das Recht hätte, dir je wieder in die Augen zu sehen, aber Gott hat mir dieses Geschenk gemacht. Und du hast mir noch etwas Größeres gegeben. Vergebung. Es gibt keinen größeren Schmerz, als jemanden zu verlassen, den man liebt. Ich habe es getan, um dich zu schützen. Aber ich weiß, dass ich dich verletzt habe. Dich heute zu sehen, als starke Frau, als Krankenschwester, als Mutter, erfüllt mich mit Stolz. Danke, dass ich dein Lachen hören durfte, deinen Sohn sehen durfte, deine Seele berühren durfte. Ich gehe in Frieden, und wenn es den Himmel gibt, werde ich dort sein und über dich wachen, in ewiger Liebe, dein Vater.« Niemand sprach. Sogar die Vögel schwiegen. Monate vergingen. Gabriel trug nun einen kleinen Schlüsselanhänger mit dem Buchstaben D. Für Deus, Diogo, Dindinho, sagte er lachend. Lara kehrte in den Klinikalltag zurück, mit einem leichteren Herzen, mit mehr Mitgefühl, mehr Menschlichkeit. Eines Nachmittags traf sie im Krankenhaus auf eine junge Krankenschwester, die weinend in der Ecke saß. Ein Patient war ohne Angehörige gestorben. Lara setzte sich zu ihr, hielt ihre Hand und sagte nur: »Manchmal braucht ein Mensch am Ende seines Lebens nur eines, jemanden, der da ist.« Sie wusste das, weil sie es erlebt hatte. Heute trägt Lara 2 Briefe in ihrer Tasche, einen von ihrem Vater, den anderen schreibt sie selbst, für ihren Sohn, für den Tag, an dem er alt genug ist zu verstehen, dass Liebe sich verlieren kann, aber niemals ganz verschwindet. Liebe wartet, Liebe bleibt
Liebe kehrt zurück, und wenn man eines Tages vergeben muss, dann, hofft sie, hat er den Mut dazu, denn Vergebung ändert nicht die Vergangenheit. Aber sie kann die Zukunft retten. Das ist Laras Geschichte. Eine Geschichte über ein unwahrscheinliches Wiedersehen, über eine schmerzhafte, aber ungebrochene Liebe, über einen Mann, der einst verschwand und doch rechtzeitig zurückkam, um Vater zu sein. Und du? Hast du selbst schon ein Wiedersehen erlebt, das dein Leben verändert hat? Hättest du den Mut, jemandem zu vergeben, der dich einst verlassen hat? Schreib es uns in die Kommentare und sag uns auch, aus welcher Stadt du zuschaust.